Fahnsdorf, Tschechei. Und heute fahren wir nach Liberec rüber. Wir haben hier sonnig und 7 Grad plus. Ich habe aber gesehen, da vorne bei den Bergen, da kommen Wolken rüber über die Berge. Wird also nicht lange sonnig bleiben. Ja, und hier in Fahnsdorf ist heute so ein kleiner Weihnachtsmarkt. Da ist aber noch nichts los, das wird wohl erst spät Nachmittag losgehen. Ein paar Grillbuden und so weiter sind schon geöffnet. Also wer hier von euch in der Nähe ist, kann ja mal vorbeischauen dann. Also vielleicht in einer Stunde oder 2 wird da mehr Betrieb sein wie jetzt. Ich habe mir jetzt gerade an der Villa einen Kaffee geholt. Ja, und heute müssen wir mal hier stehen für einen Zug. Kommt auch selten vor. Boah, die schalten hier aber schnell. Keine überflüssige Wartezeit. Kaum ist der Zug durch, ist er schon grün wieder. Ich habe schon Bahnübergänge erlebt, da ist der Zug schon durch und dann bleibst du immer noch 2, 3, 4, 5 Minuten stehen. Ne? Und kommt aber kein weiterer Zug. Ne? Und hier geht das ratzfatz. Das Navi habe ich jetzt nicht mitlaufen, weil da wo ich hin will, da war ich schon ein paar Mal, das weiß ich, wie ich da hinkomme. Und vor allem wird mich jetzt das Navi auf der deutschen Seite lang schicken, wenn ich jetzt von Fahnsdorf aus Richtung Liberec einprogrammiere auf dem Navi, dann schickt mich das über Zittau. Und da muss ich dann dort wieder die mautpflichtige Bundesstraße fahren, da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt fahre ich hier auf der tschechischen Seite, da sind es ein paar Kilometer mehr, aber dafür ohne Maut. Ne? Wenn ihr mal kurz da hoch guckt, da seht ihr, wie die Wolken, jetzt wieder nicht, weil das Haus davor ist, da sieht man, wie die Wolken über den Berg rüber schwimmen. Ja, das kann man gleich sehen und in ein paar Minuten werden wir da durchfahren durch die Wolken, weil wir müssen ja über den einen Berg da drüber. Ja, hier jetzt bei dem kleinen, hier sieht man es gerade nicht, aber der andere links. Ich bin vorhin, als ich nach Fahnsdorf reingefahren bin, da bin ich von ein bisschen Anhöhe gekommen. Da hat man es schön gesehen, da hat man schön freie Sicht gehabt auf die Berge. So, und jetzt müssen wir da rechts. Da steht es ja schon Liberec, 62 Meter. Und Lipa steht da auch. Da waren wir letztes Wochenende in Lipa. Aber wie gesagt, heute fahren wir woanders hin. Kurz schnell einen Schluck vom Kaffee machen, bevor der kalt wird. Ah ja, und bevor ich es vergesse, ich habe ein neues Video online, ein Short-Video über Pfand in Polen, weil seit Oktober wird man jetzt auch in Polen belästigt mit Pfand. Ne? Also da hat also die EU auch Polen gezwungen, da so Pfandscheiß einzuführen. Bisher war das so schön, du hast die leeren PET-Flaschen einfach in die gelbe Tonne geworfen. Ja. In Polen gibt es auch gelbe Tonnen. Und ich fahre jetzt hier 60 innerorts und werde überholt. Ne. Also manche haben es echt nicht alle Tassen im Schrank. Ne. Was ich sagen wollte, und da hat man also bisher immer das Glück, dass man kein Pfand bezahlen musste in Polen. Und da haben wir ja immer die Deckel bisher abgemacht, weil die Deckel, die wurden gesammelt
weil die Deckel von den Pfandflaschen, also von diesen PET-Flaschen, die sind ja aus einem stabileren Material als wie die Flasche selbst, und das ist dieses Deckelmaterial, das wird dann geschreddert, wird zu Granulat verarbeitet und das wird dann verkauft. Und aus dem Verkaufserlös, das geht dann irgendeinem guten Zweck zugute, irgendwie über, ich weiß jetzt nicht genau, was da alles damit finanziert wird, aber gemeinnützige Sachen halt, oder wie sagt man jetzt das, wenn man die Hilfe für arme Leute halt, mir fällt jetzt das Wort nicht ein dazu. Und wenn ihr schon mal in Polen wart, habt ihr bestimmt gesehen, wenn ihr irgendwo in einem Ort oder in der Stadt wart, da stehen überall so Körbe rum, wo da die Deckelflaschen, die Flaschendeckel gesammelt wurden. Ne? Meistens sind die Dinger so rot und herzförmig, da kann man dann die Sachen reinschmeißen. Und das habe ich bisher so gemacht und das werde ich ja weiterhin machen, weil auch jetzt, weil auch in Polen ist es ja schon so, dass die Deckel genauso bescheuert befestigt sind, dass man sie mit Gewalt abreißen muss. Ne? Genauso doof wie in Deutschland. Aber ich habe das schon immer so gehalten, dass ich die Deckel abreiße, weil erstens mal nervt es mich, wenn ich aus der Flasche trinke. Und der Deckel nutzt man da an die Nase. Ne? Und da habe ich dann aus dem Grund die Deckel immer abgerissen. Und dann natürlich, wenn ich die Flasche in die gelbe Tonne schmeiße, dann tue ich auch den Deckel runter, sammle die Deckel separat und werfe die dann, habe so einen kleinen Korb, und wenn der voll ist, tue ich es da dann in die Sammelstelle. Das dient am guten Zweck und das ist in Ordnung. Und die Flasche selbst, die war immer so schön weg in der gelben Tonne und hast sie nicht rumlegen, hast das Gebläts nicht mit den Flaschen zurückbringen. Jetzt habe ich zum Beispiel in der Edeka in Görlitz, da ist seit Wochen dieser blöde Automat kaputt, die reparieren den nicht, die nehmen an der Kasse die Flaschen nicht zurück, ne? Die sind dazu verpflichtet, die Flaschen zurückzunehmen. Wenn sie PET verkaufen, Flaschen, dann müssen sie auch das Leergut zurücknehmen, da gibt es ein Gesetz dafür. Ne? Und die weigern sich, die Flaschen zurückzunehmen. Und jetzt guckt ihr mal schnell da oben auf den Berg, da sieht man schön, wie die Wolken da drüber kommen. Ne? Aber jetzt wieder schnell zurück zu dem Pfandsystem. Ne? Und das nervt mich dann. Da schleppst du da hast du einen Kofferraum voll mit die Flaschen, dann kommst du dahin, dann ist der Automat kaputt, die weigern sich, die zurückzunehmen, dann nimmst du sie wieder mit, da hast du den Einkauf noch dazwischen und das ist so nervig. Und zu Hause, ja, überall stolperst du über die Flaschen. Ich habe eine Kiste mit den Flaschen, die zu sammeln sind, na, mit den Pfandflaschen. Dann habe ich eine Kiste für der gelbe Müll, also was in die gelbe Tonne muss. Dann habe ich eine Kiste, ein Eimer, ein Mülleimer für den normalen Müll, ein Eimer für die Papier, ein Eimer für die braune Tonne, na, und da hast du da 5, 6 Eimer stehen im Gang, na, und das nervt mich total. Früher habe ich einen Eimer gehabt, da habe ich alles reingeschmissen und wenn der Eimer voll war, rein in die Tonne und fertig. Ne? Und heute hast du da eine ganze Litanei an Eimern im Flur stehen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Das geht mir so auf den Zeiger. Und jetzt habe ich noch ein Behälter mehr stehen, weil die polnischen Flaschen extra sammeln muss. Ne? Ja, und schon sind wir in die Wolken drin im Nebel. Gerade eben war es noch schön sonnig, ne? Und jetzt ist es vorbei. Es soll ja eine Kaltfront im Anmarsch sein. Jetzt, nachdem der Schnee wieder fast weggeschmolzen ist. Aber ich finde es ja schön, wenn es Schnee ist, weil Schnee gehört für mich jetzt zur Winter- und zur Weihnachtszeit gehört Schnee einfach dazu. Ne? Und wenn das nicht der Fall ist, das finde ich halt nicht so.
Ja, hallo an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir sind jetzt in Jiretin, Lesne oder wie auch immer man das spricht. Wir haben unseren Video jetzt in Pfahlsdorf gestartet und fahren jetzt nach Liberec. Vor ein paar Minuten war es noch schön sonnig. Und jetzt fahren wir in diese Wolkenfront rein, die da über der Berg rüberkommt. Und wer schreibt mir da? Ich kann jetzt den Namen leider nicht lesen. Ich habe gesehen, da hat jetzt gerade jemand einen Kommentar geschrieben, aber ich kann zwar sehen, dass da ein Kommentar geschrieben wurde, aber ich kann es nicht lesen von hier aus, von meinem Platz, weil das Telefon, das ist einen guten Meter weg von mir, mehr wie Meter, 1,50 Meter. Und da kann ich das jetzt nicht erkennen, wer was schreibt. Ich halte dann später aber nochmal an, weil ich weiß, da vorne nach dem Berg kommt eine Baustelle, da ist dann eh die Ampel rot. Da schaue ich mir die Kommentare dann kurz an. Ja, und da, guck an, man sieht noch nicht einmal, wie die Straße weitergeht da vorne. Ja, ihr auf dem Telefon seht jetzt wahrscheinlich besser wie ich. Weil die Kamera im Telefon ja so ein Restlicht-Dings-Verstärker hat und so weiter. Da fällt der Nebel nicht ganz so krass aus, wie er jetzt tatsächlich in Wirklichkeit ist. Und wir sind jetzt hier laut meinem GPS auf 1699, auf 1700 Fuß Höhe. Wenn ihr das in Metern wissen wollt, ist glaube ich 3 Fuß ist 1 Meter, ne? Aber wenn es ist halt jetzt so beim amerikanischen Trakt, zeigt er halt das in Fuß an. Ja, hier geht es ziemlich steil hoch den Berg. Ich habe noch die komplette Ladung drauf, ich habe noch nichts. Ich habe jetzt nur in Pfahlsdorf kurz angehalten, weil ich mir einen Kaffee geholt habe. Da bei Billa, da der Automat, der macht einen guten Kaffee, der schmeckt mir. Dann bleibe ich da immer stehen. Der kostet, da gibt es verschiedene, der kleine Becher kostet 25 Kronen und der große 40 Kronen und 23 Kronen ist ungefähr ein Euro, also kannst du sagen, der große Becher 1,50. Das ist aber wirklich ein großer Becher, das ist okay. Und ach, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, die Pfand in Polen, das kostet also 50 Groschen, das sind ungefähr 12 Cent umgerechnet. Ne? Also billiger wie bei uns. Boah, ich sehe bald nichts mehr hier. Guck dir mal das an. Und es ist noch richtig winterlich mit Schnee und allem. Und ah ja, jetzt war mal kurz die Verbindung weg, weil hier wahrscheinlich wegen dem Nebel, weil Nebel ist ja auch Feuchtigkeit, das behindert die Funkwellen. Und jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg bergab. Da muss ich jetzt wieder schauen, dass ich nicht zu schnell werde, weil die 4 Tonnen, die schieben. Ja, hier ist noch Winter. Jetzt haben wir schlagartig nur noch 2 Grad plus. Was habe ich gesagt? Vorhin waren es 7, ne? Als wir unten in Pfahlsdorf losgefahren sind, waren es 7 Grad. Und hier sind es gerade mal 2. Ich fahre jetzt natürlich hier mit dem vollen Licht, nicht nur mit Tagfahrlicht. Normalerweise reicht es in der Tschechei, wenn man mit Tagfahrlicht fährt, so wie der da zum Beispiel. Ne? Allerdings bei so einem Wetter schalte ich dann schon das richtige Licht ein, weil das Tagfahrlicht ist da einfach zu schwach. Finde ich. Das richtige Licht hat dann noch ein bisschen mehr Leuchtkraft und da sieht man die Fahrzeuge ein bisschen eher. Aber wenn jetzt ich selbst nicht mehr sehe, ob ich jetzt das Licht anhabe oder nicht, aber man wird halt früher gesehen und das ist auch wichtig bei solchen
bei so einem trüben Wetter, ne? Wenn du hier so durch die Suppe fährst. Wir haben ja hier, naja, drei Pinguine kann ich sehen, also mehr wie 50 Meter Sichtweite, ne? Also die Schlussleuchte schaltet noch nicht ein. Und die Nebelscheinwerfer bringen mir auch nichts, weil da sehe ich das aber auch nicht mehr, weil es jetzt Tag ist. Gestern war ich eigentlich Jelena Góra, da habe ich auch ein Live-Video gemacht. Da war es auch so neblig wie jetzt, nur da war es schon abends, da war es schon dunkel auch dazu. Und Nebel und dunkel, ja, und dann auf dem Rückweg war es genauso schlimm. Da habe ich dann aber kein Live mehr gemacht. Also wer will, wer Zeit hat, kann dann später noch den Live nachschauen von gestern, von Jelena Góra. Da werden wir demnächst auch noch mal hinfahren, weil ich habe gelesen, ab 12. Dezember, das Wochenende, ist dort ein Weihnachtsmarkt, den will ich mal sehen, den habe ich noch nicht gesehen in Jelena Góra, Hirschberg auf Deutsch. War schon in verschiedenen Weihnachtsmärkten. Ne? Der größte in Polen war ich, glaube ich, in Breslau, Wrocław. In Warschau, der soll auch schön sein, aber da bin ich noch nicht hingekommen. Weil nur zum Weihnachtsmarktbesuch nach Warschau, weil das ist doch ein ganz schönes Stück zu fahren, weil das Warschau liegt in der Mitte von Polen und ich bin am Rand von Polen. Und da fährst du nicht eben mal so 400 Kilometer, das so nur auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und da müsste ich hinfahren, wenn ich ohnehin da hinkomme, und da muss ich ja irgendwie so viel ich kann zwar hin und zurück, also 400 Kilometer hin und 400 Kilometer sind 800 Kilometer, das ist gar nichts, das kann ich fahren. Ich habe mein Tagesrekord waren 1473. Ich habe da ein extra Video dazu gemacht über den Tagesrekord mal, der ist auch online. Aber ich habe es jetzt glatt vergessen, ich habe es mir aber aufgeschrieben irgendwo. Aber 1470 Kilometer habe ich an einem Tag schon geschafft. Da hat man aber außer Fahren nichts anderes zu tun. Gut, kurz gestoppt, um zu laden, ne? Die Ladung abzuholen und dann wieder zurück. Ne? Also das war hin und zurück, waren das die 1470 Kilometer. Aber wenn ich jetzt dann noch auf den Weihnachtsmarkt gehen will, das sind ja ein paar Stunden, wenn du da rumbummelst, ne, willst ja ein bisschen was sehen, und das wird mir dann einfach zu viel, da will ich dann schon eine Übernachtung einplanen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit 400 Kilometern hinkommt bis Warschau, vielleicht sogar noch mehr. Ja, und jetzt kommt hier gleich, wenn wir um die Kurve rum sind, diese Baustellenampel, weil die bauen hier diese Straße, wo wir gerade runtergefahren sind vom Berg, die verlegen diese Straße, damit die hier nicht mehr durch die Stadt hier durchgeht. Das geht dann da außen rum. Und da sind sie jetzt hier gerade dazu, den Anschluss am Kreisverkehr neu zu machen. Die Straße selbst, das wird noch mindestens ein Jahr dauern, bis die fertig ist, weil da sind viel Erdbewegungen zu machen und Brücken zu bauen, und das habe ich gesehen, das ist noch nicht alles richtig fertig. Und jetzt muss ich mal schauen. The Mike Live Show. Hallo. Bras, hallo. Mike, hallo. Oh, jetzt muss ich schon weiterfahren. Jetzt kann ich gar nicht alle Kommentare beantworten. Heute geht die Ampel schneller weiter wie sonst. Ja, und hier sind wir sonst da lang links gefahren, die haben jetzt hier den Anschluss schon weggemacht. Den Kreisverkehr, den haben sie vor 2-3 Jahren erst neu gemacht hier. Da hätten sie gleich den Anschluss anders legen können, wenn sie schon. Ich kann mir vorstellen, dass vor 2 Jahren auch schon bekannt war, dass die Straße hier verlegt werden soll. Ne? Da hätte man das gleich mitmachen können. Ne?
Und hier rechts wäre es jetzt Richtung Novi Bor, Lifa gegangen. Da fahren wir jetzt heute aber nicht hin. Heute geht es nach Liberec. Da geht es jetzt hier lang und die Straße, die ist immer noch mautfrei jetzt hier. Das Mautstück, das kommt dann erst weiter vorne. Kurz vor Liberec kommt dann ein Stück Schnellstraße, wo es mautpflichtig wird. Deshalb fahre ich hier lieber auf der tschechischen Seite als auf der deutschen Seite da. Auch wenn es hier ein paar Kilometer mehr sein, aber ich kann hier ohne Maut fahren. Während in Deutschland da die Landstraßen, die Bundesstraßen mautpflichtig sind und hier sind ja nur die Schnellstraßen und Autobahnen. Wobei ich habe hier auch schon solche Straßen gesehen wie hier, als ich da Richtung Brünn runtergefahren bin, aber da wo die dann auch mautpflichtig, das sind aber wenige. Da gibt es eine Übersichtskarte, welche Strecken mautpflichtig sind. Und jetzt sind wir in Zwickau. Nein, nicht in dem Zwickau, das ihr jetzt denkt, sondern hier im tschechischen Zwickau. Oder Zwickov, wie es hier angeschrieben steht. Heißt aber auf Deutsch Zwickau. Die Strecke hier ist gut ausgebaut normal, hier kann man schön fahren, das ist da kein Problem. Aber heute sieht man halt nicht viel. Ich habe schon gesagt vorhin, als ich bei Pahrensdorf gefahren bin und die nebelbedeckten Berge gesehen habe, habe ich gesagt, da fahren wir jetzt dann noch durch. Ich kenne ja meine Strecke hier. Oh, 56, leck mir am Arsch. Ja, die fahren ja alle ein bisschen mehr. Wenn du dich hier an die 50 genau hältst, da wirst du eh gedrängelt und überholt. Aber selbst wenn ich 60 fahre im Ort, werde ich noch überholt. Also manche, die haben es ja wirklich. Ei. So, jetzt muss ich wieder wischen, weil der Nebel sich absetzt. Ah ja, ich kann jetzt nicht, ich muss mal kurz einen Platz finden, wo ich stoppen kann. Weil ich will mir das in Ruhe durchlesen, was er geschrieben hat. Ich will das auch beantworten, das ist kein Problem. Ich beantworte immer alle Kommentare, aber es dauert halt einen Moment, weil während der Fahrt ist es blöd, weil ich kann ja das. Na, ich könnte schon das Telefon jetzt in die Hand nehmen, aber das mache ich nicht. Und hier links in dem Penny, da waren wir auch schon drin, da habe ich sogar, glaube ich, auch einen Livestream gemacht. Da haben wir dann hier kurz angehalten. Da habe ich meinen Brotaufstrich gekauft. Das letzte Mal gab es den gar nicht, da war das sogar ausverkauft. Und hier heizen sie auch wieder mit Kohle, ich kann es riechen. Ja, wenn du mit Kohle heizt, das hat so einen ganz speziellen Geruch. Wenn wer selbst schon das erlebt hat, der weiß, was gemeint ist und ansonsten ist es schwierig jetzt das zu erklären, wie das riecht, wer es nicht kennt. Ne? Ja, das verdickt natürlich den Nebel gleich noch mehr, weil er da der Rauch nicht abziehen kann, der legt sich dann da unter der Nebel fest. Ne? Das war ja auch dieser sogenannte Londoner Nebel. Das war ja auch mehr von der Kohlefeuerung, als die London noch alle Kohlefeuerung hatten. War das eher mehr Rauch von der Kohlefeuerung als wie Nebel, also vermischt Rauch und Nebel.
seit in London ja kaum noch jemand mit Kohle heizt, sondern alle haben ja die Öl- oder Gasheizung. Da ist der Londoner Nebel auch nicht mehr so dick, wie er ganz früher mal war. Zumindest weiß ich das von Berichten her. Ich selbst war noch nie in London. Aber früher, ich kannte Kollegen, die waren da schon, die sind dann nach England gefahren, die sind immer England gefahren. Und wenn ich so mit die gesprochen habe, wie es da ist, ja, wir haben mal gefragt nach dem Nebel. Nee, so schlimm ist das nicht, wie es immer gesagt wird. Ne? Aber fahren in London, ne, das ist stressig. Nicht nur, dass du viel Verkehr hast, sondern du musst dann auf der falschen Seite fahren und dann funktioniert natürlich Abbiegen und Kreisverkehr und so, das alles andersrum, als wie wir es gewohnt sind. Ich bin noch nie irgendwo gefahren, wo Linksverkehr war. Ne? Weil hier in der Tschechei, da war ja ganz früher, also so vor dem Krieg, auch mal Linksverkehr. Ne? Das wurde dann irgendwann mal umgestellt auf Rechtsverkehr. Wenn die das noch hätten jetzt, dann müssten wir jetzt links fahren. Ne? Und die Schweden, die hatten ja auch mal Linksverkehr. Die haben auch umgestellt auf Rechtsverkehr, weil es ja für Linksverkehr kaum Autos gibt. Ne? Und die Schweden, die haben ja alle die europäischen Autos gefahren die halt für den Rechtsverkehr ausgebaut waren. Und wenn du links fährst und du sitzt als Fahrer auf der linken Seite, ist das blöd. Ne? Und dann haben die Schweden irgendwann, ich glaube in den 60er Jahren war das mal beschlossen, jetzt fahren wir in Zukunft rechts. Nur die Engländer, die haben das noch mit dem Linksfahren beibehalten. Und ein paar Kolonien natürlich auch. Ich weiß gar nicht, in Australien, glaube ich, fährt man aber rechts, oder? Da ist in Australien auch Linksverkehr. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern an man hat ja schon verschiedene Filme gesehen von Australien, wie zum Beispiel der Crocodile Dundee, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, auf welcher Seite die gefahren sind mit ihren Autos da in dem Film. Ja, diese LKWs, die in Australien haben, die benutzen ja auch viel die amerikanischen Trucks mit dieser langen Schnauze. Und wenn die amerikanischen Trucks benutzen, dann denke ich mal, dass die auch auf der rechten Seite fahren. Apropos fahren, wir fahren jetzt hier von Farnsdorf Richtung Liberec. Auf der E442. Das ist in der Nordtschechei, sind wir unterwegs. Nordböhmen für die Österreicher. Ja, wir fahren hier durch die Nebelsuppe durch. Wer jetzt nicht von Anfang an dabei ist in dem Video hier, am Anfang hat man noch Sonne und 7 Grad plus und jetzt haben wir Nebel und 2 Grad plus. Der Nebel, der kam da über die Berge rüber. Das hat man vom Farnsdorf aus schön gesehen, wie die Nebelwand, die Wolkenwand da über die Berge drüber zieht. Und jetzt fahren wir hier halt mittendrin. Da die Bundesstraße 13 oder E442. Und die ist hier noch mautfrei. Das
Mautstück kommt dann erst weiter vorne. Und hier an dieser Stelle, hier bin ich schon ein paar Mal im Stau gestanden wegen Unfällen, weil hier die immer an der unübersichtlichen Stelle überholen. Und die Gruppe ist schon ein paar Mal hier gehabt, dass sie da im Stau war, bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen waren. Ja, die muss ja dauernd der Wischer betätigen. Gerade ebenfalls da so dieses M-Schild am Maut mit dem Hinweis, in wie vielen Kilometern, allerdings das habe ich jetzt zu spät gesehen, weil man kann hier nicht eigentlich versehentlich auf eine Mautstraße kommen. Das ist immer gut ausgeschildert, bevor die Mautstrecke beginnt. Da kann man dann noch rechtzeitig abfahren. Ich zeige euch dann, wo die letzte Abfahrt ist, die mautfrei. Ja, den Spritpreis haben wir hier 33,90 und 33,50 fürs Diesel. Also ist nicht viel Unterschied zwischen Benzin und Diesel an der Tanke. 33,90 ist fast 34, das ist jetzt schon klar. Eine Tanke, die ein bisschen teurer war, vorhin in Farnsdorf habe ich eine gesehen, die hatte 31,90. Ne? Also wenn ihr da in der Gegend seid und ihr wollt billig tanken, Farnsdorf ist heute eine gute Empfehlung. Wenn du von der deutschen Seite rüberkommst, über die Grenze also von Neugersdorf aus nach Farnsdorf rüber fährst, gleich nach der Grenze kommen 3 Tanken und die sind so alle schon um die 32 Kronen. Ist nicht viel Unterschied zwischen den Tanken. Die billigste davon, die war 31,90. Gerade wer es jetzt wissen will. Und gestern habe ich in Polen getankt für 5,61. An der Tanke habe ich sonst immer 5,40 bezahlt, also das ist diesmal teurer gewesen. Und in Skossenec selbst, nahe der deutschen Grenze, da waren es sogar 5,80. Und bei den Wechselstuben habe ich einen Wechselkurs gelesen von 5,14 für der Euro. Ist also ein schlechter Kurs und die Spritpreise sind hoch. Also im Moment ist wirklich nicht viel Unterschied, ob du jetzt in Polen oder in der Tschechei tankst. Na, also würde ich vorschlagen, fahrt ihr dahin, wo er am nächsten hinkommt. Braucht also nicht die lange Strecke fahren, es lohnt sich nicht. Ja, ich weiß auch nicht, warum es zurzeit in Polen so teuer ist. Mit 5,60, was habe ich bezahlt? 5,60 bei 4,14. Oh, das könnt ihr jetzt an eurem Taschenrechner selbst ausrechnen. Und hier der Wechselkurs zur Krone ist ungefähr 23 Kronen für den Euro. Schwankt auch ein bisschen. Es gibt welche, die bezahlen 22,70 oder 22,50. Ne? Also wenn du 23 rechnest, bist du gut. Ja, man kann es jetzt hier nicht sehen, aber da rechts ist auch eine Burg, auf der ich schon war. Da habe ich ein Video dazu gemacht. Wer sich für solche Sachen interessiert, Sightseeing, Burgvideos, da kann man auf meiner Playliste Sightseeing nachschauen. Das sind Burgen und Museen und so weiter, Videos zusammengefasst. Und morgen kommt ein Video von mir von einem Oldtimer-Treffen, wo ich war. Das war schon aber im August das Oldtimer-Treffen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, den Video einzustellen. Die könnt ihr dann morgen sehen. Und
Und heute habe ich eben den Short gemacht über die Pfand-Sache in Polen. Habe das kurz erklärt und hier haben wir jetzt 32,90 für beides, für Benzin und Diesel, genau gleich 32,90. Ja, die Diesel und Benzin, das ist in der Tschechei und in Polen so, dass die preislich ziemlich gleich sind, weil die nicht diese unterschiedliche Besteuerung haben, wie es in Deutschland der Fall ist. Auf der deutschen Seite ist ja das Diesel nur deshalb billiger, weil dort weniger Steuern drauf sind als wie auf dem Benzin. Ich habe mal gehört, das wurde irgendwann in den 50er Jahren mal so beschlossen, damit die Bauern ihre Traktoren, sich Dieseltraktoren kaufen und die Fuhrunternehmen auch Diesel-LKWs umstellen, weil so ein Krieg und Nachkrieg, da gab es noch welche, die auch mit Benzin gefahren sind. Ne? Und da wollte man die Dieselfizierung vorantreiben, ne? Aber das ist jetzt ewig lang her, warum das heute immer noch unterschiedlich ist. Deshalb hat man ja dann wegen der unterschiedlichen Besteuerung, dass in Deutschland viele PKWs mit Diesel gibt, was in anderen Ländern nicht der Fall ist. Da kaufen die Leute dann doch lieber Benzin, aber erstens mal, wenn du jetzt beim Dieseltanken einen Spritzer auf die Klamotten hast, dann stinkt es ewig. Weil es beim Benzin nicht so der Fall ist, das verflüchtigt sich schneller. Und wenn du es an die Hände hast und so weiter. Ja. Und das Diesel hat halt einen penetranteren Geruch. Ja. Und wenn du dann auch fährst, hat der Benziner einen schöneren Klang. Ja, und die steuerliche Sache, es lohnt sich für jemanden, der nur 5.000 oder 10.000 Kilometer im Jahr fährt, eigentlich nicht einen Diesel anzuschaffen, weil die sind ja in der Anschaffung teurer und in der Steuer. Ne? Und du musst ja schon richtig viel fahren, damit sich das richtig lohnt mit dem billigeren Sprit, aber wer weiß, wie lange der noch billiger ist. Mit dem großen Lastwagen ist es natürlich so, beim großen Lastwagen da hast du natürlich die Leistung und die Effizienz ist beim Diesel natürlich schon besser. Und es lohnt sich für einen großen Lastwagen auf alle Fälle. Ne? Und so wie bei meinem Truck hier, der ist ein Benziner und in den USA kostet halt das Diesel sogar mehr wie das Benzin, weil aufs Diesel noch Steuern drauf sind, weil eben dort drüben hauptsächlich LKWs, die Diesel fahren. Ne? Und da haben die noch eine zusätzliche Steuer auf den Diesel für der kommerzielle LKW-Verkehr halt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich die Steuer schimpft. Jedenfalls ist dort der Diesel teurer als der Benzin und deswegen fährt er drüben kaum. Es gibt kaum Diesel-PKWs. Ja. Dann gab es natürlich in den 80er Jahren mal einen Versuch von amerikanischen Automobilfirmen Dieselmotoren zu bauen. Da haben wir aber den Fehler gemacht und haben einen Benzinmotor nur auf Diesel umgerüstet. Ne? Und entsprechend anfällig waren die dann, die sind dann nicht gut. Die waren nicht so zuverlässig wie die Benzinmotoren und da hatten dann die amerikanischen Käufer dann die Fahrzeuge abgelehnt. Ne? Wollte niemand haben, ein Fahrzeug, was dauernd kaputt ist. Da hätten wir halt einen richtigen Dieselmotor einbauen müssen, nicht einen Benziner nur ummodeln. Ja. Tja, und jetzt sind wir raus aus dem Nebel.
Jetzt haben wir hier wieder Sonne. Gerade jetzt wird es gleich wärmer. Gehen wir davon aus. Es ist hier auch schon zweispurig. Das bedeutet, dass die Mautstelle bald kommt. Da gibt es dann aber ein Schild dazu. Ah, das wird jetzt wieder zurück. Hier geht es jetzt wieder erstmal normal weiter. Na, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Kilometer es noch sind bis Liberec. Ich habe das Navi jetzt nicht mitlaufen. Weil ich weiß ja, wo ich hin will. Ich kenne die Strecke auswendig, bin schon so gefahren hier. Ja, da vorne fährt noch einer mit Nebelfunzel rum. Wenn so dicht war der Nebel jetzt nicht, dass man die Nebelschlussleuchte einschalten müsste, ne? Weil die muss man ja erst auf 50 Meter, unter 50 Meter einschalten. Und das waren jetzt meiner Meinung nach keine 50 Meter. Das waren vielleicht 70 oder 100 Meter Sichtweite. Ne? Also noch gar nicht nötig für die Dinge. Und jetzt ist der Nebel vorbei und die Leute, die wissen, was die im Kopf haben, ne? Wenn ich das Licht einschalte, dann weiß ich, dass sie es eingeschaltet haben. Außerdem sieht man ja an der Kontrollleuchte, dass es noch an ist. Außer man achtet nicht weil auf den Tag gucken die ja wahrscheinlich gar nicht. Sind wohl die alle hingucken, weil sie es nicht merken, wie sie fahren. Ja, und da vorne kommt jetzt gleich die Mautstelle, jetzt kommt die nächste Ausfahrt, ist die letzte, die man noch mautfrei fahren kann und dann muss man raus, wenn man hier jetzt keinen Transporter hat, so wie ich, oder wenn man Privatauto fährt, für Privatautos reicht diese E-Vignette. Und da sieht man es jetzt oben, dieses gelbe M, dieser gelbe Kreis mit dem schwarzen M bedeutet, dass wenn man geradeaus weiterfährt, Maut kostet und wer nicht Maut bezahlen will, muss hier raus. Da geht es jetzt übrigens nach Zittau. Ja, und wenn man hier die Straße fahren will, ich habe das mal ausprobiert, wie man hier fahren kann, ohne dass man auf die Mautstrecke kommt. Ne? Das ist eine ziemlich schmale Landstraße, ne? Also durch die Dörfer durch und ja, mit dem kleinen Auto, mit dem kleinen Truck kann man es auch noch fahren, aber man kann es fahren, aber empfehlenswert ist es nicht. Oder du fährst einen größeren Bogen außen rum, ne, dann hast du halt viel mehr Kilometer zu fahren. Und so teuer ist die Maut ja jetzt nicht in der Türkei hier. Und hier ist jetzt die Mautkontrollstelle da oben. Das sind Kameras und der Sender für den Transponder. Und wenn da keine Antwort kommt vom Transponder oder das Kennzeichen nicht registriert ist, dann kommt ein Bußgeldbescheid irgendwann. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht, weil ich habe einen Transponder. Und da gibt es die Internetseite, da gehst du ran und dann kannst du da dich in die Maut einbuchen. Wissen, habe ich dazu überhaupt schon ein Video gemacht? Ich kann mich jetzt nicht erinnern.
Wenn nicht, werde ich das demnächst mal machen. Jedenfalls ist das total einfach. Du kannst es auch dann online mit Kreditkarte bezahlen, ist alles kein Problem. Wenn du nur eine Einzelfahrt machen willst. Aber da ich ja ständig hier drüben rumfahre, habe ich mir einen Transponder besorgt. Ne? Und da bucht es ja nur ab, wenn ich tatsächlich auf einer Mautstrecke unterwegs bin. Und anders ist es bei den Privatautos da gibt es, ich glaube 10 Tage oder ich habe keine Ahnung, das ist so wie bei den Österreichern auch, wo die für Monats- oder ich glaube 3 Tage Tickets, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt mit dem PKW-Zeug. Aber das seht ihr ja alles, wenn ihr auf der entsprechenden Bauseite seid. Ja, jetzt hat es gerade mal hier 3 Grad, also wir sind gerade, jetzt sind wir im sonnigen Bereich und das sind gerade mal bei 3 Grad. Und bis Liberec kann es nicht mehr weit sein. Da rechts sieht man jetzt wieder die Berge. Ja, ich weiß nicht, das könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Was ist denn das da oben? So, jetzt sehen wir es gleich. Liberec, 5 Kilometer. Ja, und Straß, da bin ich auch schon rüber gefahren. Da kommt man, wenn man über Schrittland fährt, kommt man darüber. Da werde ich dann auch, weil ich fahre dann, wenn ich meine Sachen in Liberec erledigt habe, fahre ich dann über Schrittland. Da muss ich auch noch hin. Da steht es ja übrigens Schrittland. Und da bin ich dann aber nicht live. Weil ich weiß, von Schrittland dann rüber nach Polen Richtung Skadewitz die Strecke, da sind viele Funklöcher, da kann man keinen vernünftigen Livestream machen, wenn dauernd die Verbindung abreißt, das ist nervig. Das ist bestimmt auch zum Zuschauen nicht schön, wenn dann minutenlang nichts kommt. Ja? Hier rüber, dass der rein kann. Wenn gerade frei ist auf der linken Spur, dann mache ich sowas mal, dass ich rüberfahre. Man muss natürlich aufpassen, aber manche die ziehen auch rüber, wenn links Verkehr kommt und dann bremsen sie den Verkehr aus auf der Überholspur, das ist natürlich dann blöd. Aber wenn frei ist, kann man ja rüberfahren. Man muss ein bisschen mitdenken beim Fahren heutzutage. Und hier haben wir jetzt eine, was ist das, eine Moll? Ja, 34,50. Das ist natürlich hier der Autobahnpreis. Aber wieder für Benzin und Diesel genau gleich 34,50 Kronen. Klar, an der Autobahn ist es teurer. An der Autobahn tanken eigentlich nur die Lastwagen oder die anderen, die das Sprit nicht selbst bezahlen müssen, ne, wo es auf Firmenkonto geht. Ne, da ist das denen egal. Ja, die haben jetzt hier sogar eine Verkehrsinsel hingebaut, da, weil das allererste Mal, wo ich hier gefahren bin, da bin ich in dem Betonwerk gelandet, weil das war eine kombinierte Ausfahrt hier. Und das Navi hat gesagt, die Ausfahrt nehmen, ne, und dann bin ich da raus und bin dann plötzlich im Betonwerk drin gestanden. Und jetzt haben die da eine Insel hingemacht, dass man da nicht
reinfährt und einen durchgezogenen Strich an der Seite. Vorher war das ja eine unterbrochene Linie. Das hat wirklich ausgesehen, als ob das die Ausfahrt wäre. Ne? Und nachdem die das jetzt so umständlich umgebaut haben, vermute ich mal, dass ich nicht der Erste war und der Einzige war, der da ins Betonwerk reingefahren ist, anstatt nach Leveritsch. Das scheint da öfter vorgekommen zu sein, deshalb haben die das umgebaut. Das ist jetzt so meine Vermutung. Ja, und hier ist immer Stau, weil da oben ist ein Gewerbegebiet mit mehreren Einkaufsläden, die heute natürlich geöffnet haben. In der Tschechei haben die Einkaufsläden auch am Sonntag geöffnet, zumindest die großen Läden. Und warum ich jetzt hier nicht die rechte Spur benutzen darf, das erschließt sich mir auch nicht so richtig, weil wenn ich jetzt hier über der Kreisel fahre und dann rechts abbiege, dann komme ich auf die gleiche Strecke, als wie wenn ich hier die andere Spur genommen hätte. Da, guck. Da ist jetzt die Spur rechts. Das ist genau die gleiche Strecke. So, und da darf ich jetzt auch nicht rein. Und jetzt fahre ich hier rein. Und jetzt muss ich hier mich entscheiden, rechts oder links. Ich entscheide mich jetzt hier für rechts, weil links, da muss ich den Verkehr durchlassen. So. Und jetzt muss ich hier links, wenn ich dahinter will, und jetzt bin ich genau auf der Strecke, die vorhin verboten war zum Reinfahren. Ne? Da wo der Weiße kommt, da wären wir reingekommen, wenn wir die Strecke gefahren wären. Jetzt sind wir genau auf der gleichen Straße, nur dass wir jetzt umständlich über den Kreisverkehr gefahren sind. Ne? So, und jetzt ziehe ich mal kurz hier rein und lese eure Kommentare. Damit ich das noch beantworten kann. So, jetzt schauen wir mal. Wen habe ich denn schon alles begrüßt? Bras de Pitt, ich glaube, haben wir schon. Was meinst du mit Nadine Warbeck? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, Covid Tabermarkt, Mike Live Show, hallo. Holy Crap. Wie hoch in Metern? Ja, Holy Crap. Was habe ich gesagt? 1700 Fuß geteilt durch 3, das wären 4, wären 5, und bei 1500 wären es 500 Meter, 6, 12, 18, 600 Meter wären 1800 Fuß, also irgendwas zwischen 570 Meter, jetzt Pi mal Daumen gerechnet. Ne? Und GPTO, hallo, auch hallo. Ralf Nickling, hallo. Julian, hallo. Erster. Guten Tag. Wohin geht die Reise? Ibrahim, ja, ich habe das vorhin schon erwähnt. Ich nehme an, das war, bevor ich es gesagt habe, du weißt jetzt, bin wir von Farnsdorf Richtung Liberec gefahren. Mister, was geht, sieht das an, was schon Schnee liegt, also ich muss sagen, der Schnee ist jetzt hier sogar weniger geworden. Vor ein paar Tagen, da hatten wir hier noch Minusgrade, da war hier alles voll mit Schnee. Ich habe da, glaube ich, auch ein Schneevideo dazu gemacht. Ne? Und jetzt haben wir ja wieder Plusgrade, jetzt geht der Schnee schon wieder weg.
Ja, wir sind hier, das ist die Grenze zwischen Tschechei und Deutschland, da wo die beiden Länder zusammenkommen, da sind wir gerade unterwegs. Manuela aus Hanau, hallo. Hanau war ich auch schon. Wunderschönen ersten Advent. Ja, genau, das habe ich ja jetzt ganz vergessen. Ich wünsche auch allen einen ersten Advent, einen schönen. Ja, das ist ja heute ist ja der erste Advent. Ja, Amira, hallo. Tomboy, juhu. Sokalburo. Und Gerd Eschenbacher, hallo. Lieber Gerd. Und die letzten beiden, die jetzt hier gerade geschrieben haben, wir sind jetzt hier eigentlich schon am Zielort angekommen von unserem Livestream hier, weil losgefahren sind wir ursprünglich in Farnsdorf, oder besser gesagt in Farnsdorf, haben wir den Livestream gestartet und jetzt sind wir hier in Liberec, das ist alles in der Tschechei und jetzt habt ihr euch ziemlich spät dazugeschaltet, weil es geht jetzt hier nicht weiter. Wie gesagt, wir sind hier am Ziel und da vorne ist der Globusmarkt, wie ihr sehen könnt, und da sind ein paar andere Märkte und die haben heute alle, die haben hier alle geöffnet, weil in der Tschechei ist das so. Und ich sehe, hier hat jemand mit einem russischen Namen geschrieben, mit kyrillischen Buchstaben. Ich kann das jetzt leider nicht lesen. Ich wünsche dir aber ein schöner ersten Advent. Und allen anderen fahrt mal wieder mit. Tut jetzt der Kanal noch schnell abonnieren, dann versäumt ihr den nächsten Video nicht. Morgen kommt zum Beispiel ein Video über ein Oldtimer-Treffen, wo ich war. Der geht morgen online. Heute habe ich ein Kurzvideo gemacht über das Pfandsystem in Polen, wer von euch in Polen einkauft. Und apropos Einkaufen, da habe ich natürlich auch eine Playliste, Shopping-Vlog nennt sich das. Da habe ich Preisvergleiche, die unterschiedlichen Märkte, Deutschland, Polen, Tschechei, da habe ich verschiedene Märkte mal preislich verglichen. Die sind zwar nicht mehr ganz aktuell, die Videos, aber als Vergleich taugen sie immer noch, ne? Weil es hat sich ja nicht viel geändert. Es ist in Deutschland teurer geworden, es ist ja in Polen ein bisschen teurer geworden und so das Verhältnis untereinander, das stimmt in etwa noch. Ne? Gerd Eschenbacher, ja, hallo Eschenbacher, das kommt mir jetzt auch irgendwie bekannt vor. Warst auch schon mal dabei hier, glaube ich, oder? Ja, und ich muss das jetzt hier beenden, weil ich habe jetzt noch was zu tun. Und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen ersten Advent und eine schöne Woche und schaut mal wieder bei mir vorbei. Dann, Eschenbach, also du warst noch nicht hier dabei, aber irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Ja, also wie gesagt, ich muss jetzt hier beenden, ich habe noch was zu tun. Freut mich, dass ihr dabei wart und schaut mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.